Christian Timm, 2020. Kunstliebhaber und Sammler. Die Leidenschaft Kunst und die Ruhe jetzt auch hier in der Galerie, das bringt dann auf andere Gedanken. Oder manchmal ist es so, wenn ich dann in so eine Ausstellung gehe, dass dich das mal wieder erdet. Du denkst mal vielleicht 2, 3 Stunden nicht über Fußball nach, ne, was halt sonst den ganzen Tag bei mir passiert. Christian Timm vor 23 Jahren. Als 18-jähriger Schüler kommt er im BVB-Trikot auf der Bielefelder Alm zu seinem Bundesliga-Debüt. Also für mich war der BVB so der Grundstein für eine Fußballkarriere. Ne? Die Jugendabteilung, wir sind in den 3 Jahren in der U19, bin ich 3-mal U19 Deutscher Meister geworden, habe da den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, bin dann gleich mit 17 in die erste Mannschaft gegangen, habe da, glaube ich, im Training mehr gelernt wie in so einer Saison in Köln, sage ich mal, ja? Weil das Tempo einfach so hoch war. Es wurden keine technischen Fehler verziehen und alles konnte ich in Köln so mehr oder weniger umsetzen. Ne? Deshalb war mein erstes Jahr in Köln schon so gut, weil ich vom Tempo her in Dortmund ganz anderes gewohnt war. Beim BVB hat er als Jungspund den Profi-Einstieg vollzogen und 3 tolle Jahre erlebt. Allerdings stellte das Team, das Champions League und Weltpokalsieger wurde, eine damals noch zu hohe Hürde dar. Wie gesagt, ich war 18, ne, auch beim Finale dabei zu sein, das war schon Größte so, ja. Aber ich hätte mir damals nicht zugetraut, in der Startelf zu stehen, weil die Mannschaft war zu stark. Also musste Christian Timm woanders flügge und zu einem gestandenen Bundesligaspieler werden. Über den 1. FC Köln, Kaiserslautern und Fürth fand er den Weg zum Karlsruher SC, wo er 2012 seine Karriere nach knapp 300 Pflichtspielen im Profifußball beendet hat. Er hatte sogar mal ein Angebot des FC Bayern und dankend abgelehnt. Karlsruhe ist für den gebürtigen Hertener, seine Frau und die 4 Kinder längst zur neuen Heimat geworden. Heute ist er als selbstständiger Spielerberater unablässig unterwegs, auf der Suche nach den größten Talenten. Fußball ist für mich Leidenschaft pur. Ich habe da ganz viel Erfahrung gesammelt und da steckt mein größter Know-how drin. Ich glaube auch, dass ich da nicht nur jungen Spielern, sondern auch Vereinen helfen kann. Der Flügelflitzer von einst ist der Branche also treu geblieben, hat lediglich die Seiten gewechselt. Und er hat in seinem neuen Metier auch den Frauenfußball für sich entdeckt. Wenn man mal sieht, wie viel der Jugendfußball gefördert wird bei den Jungs und wie wenig der Mädchenfußball und Frauenfußball gefördert wird, da habe ich für mich gesehen, dass wenn ich mit meinem Know-how in den Frauenfußball gehe, dass ich mir das zutraue, den mit zu entwickeln. Ich denke, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren der Frauenfußball, es wäre so die Wunschvorstellung, so Zweitliganiveau erreicht. Ne? Wenn man das mit Männern vergleicht, dass so Zuschauerschnitt von bis zu 10.000 Fans in die Stadien kommen, dass Gehälter bezahlt werden wie in der 2. Liga, dass die Frauen halt vom Fußballspielen dann auch leben können, dass das Fernsehen die Spiele überträgt. Bis es soweit ist, müssen noch einige Ärmel hochgekrempelt werden. Neben der vielen Arbeit hat der 41-Jährige ein großes Hobby. 2012 hat er den renommierten deutschen Maler Markus Lüpertz kennengelernt, mit dem er seither befreundet ist. Bei jedem Essen, bei jedem Gespräch mit ihm merkt man, dass das die Champions League ist. So, ne? Wo halt Borussia Dortmund im Fußball spielt, ist halt die Kunst. Markus Lüpertz ist Champions League. Ne? Wir reisen dann nach Italien in die Toskana und schauen uns dann Galerien, Museen, Kirchen an, wo Kunst hängt, und er erzählt halt immer über Kunst, über Kunstgeschichte. Einmal in dieses neue Universum eingetaucht, hat es den ehemaligen Fußballprofi nicht mehr losgelassen und er ist längst selbst in der Kunstszene aktiv. Und das hat mich begeistert. Und dann mit den Jahren hat man dann mehr Künstler kennengelernt. Ich habe dann noch 2 Ausstellungen gemacht. Das war wie so eine Pop-up-Galerie, keine eigenen Räume, sondern ich habe leerstehende Räume angemietet, habe dann da Ausstellungen gemacht und habe dann die Leute von der Straße geholt, kommt rein, schaut euch die Kunst an. Für mich macht es halt Spaß, so junge Künstler zu entdecken, dann Bilder anzukaufen und dann die weiter zu fördern. Unter den vielen Geschichten, die ehemalige Borussen nach ihrer aktiven Karriere geschrieben haben, ist die von Christian Timm damit sicher eine der ungewöhnlichsten.